Guten Morgen, liebe Scooterfreunde, willkommen zum heutigen Video. Fürs nächste Jahr 2025 sind einige Neuigkeiten angesagt, was das Rollersegment angeht. Und ich gehe das heute mal ein bisschen mit euch durch, welche Marken da schon was angekündigt haben. Die EICMA steht ja erst vor der Tür, die war noch nicht. Da werden dann natürlich die neuesten Modelle vorgestellt. Aber es muss ein bisschen was sich bewegen, denn wir haben im nächsten Jahr schon wieder eine neue Euronorm, die Euro 5 Plus. Was es damit auf sich hat, werde ich euch nachher noch kurz erzählen. Aber das zwingt natürlich einige Hersteller ein bisschen was an ihren Fahrzeugen zu ändern. Und da gehe ich heute ein bisschen drauf ein. Ich werde euch die neuen Modelle von Honda zeigen. Den Forza 57, 350, den XADV. Da hat sich ein bisschen was geändert, auch sehr interessant. Dann von BMW den C400 GT. Dann natürlich Vespa. Klar, da ändert sich jetzt auch was im nächsten Jahr und gehe noch so ein bisschen ein auf Sontes, Sim, weil jeder Hersteller bringt im nächsten Jahr neue Modelle raus. Und das wird auf jeden Fall ziemlich interessant werden. Und ob sich das für euch lohnt oder nicht, das erfahrt ihr vielleicht im heutigen Video. Es gibt zu einigen Fahrzeugen schon ein paar Bilder, wie das Design jetzt im nächsten Jahr aussehen wird. Auf jeden Fall schon einiges an Informationen. Und ich gehe einfach mal das so ein bisschen mit euch durch. Wir fangen mal mit dem Honda Forza an. Den finde ich nämlich extrem interessant. Das erste, was auffällt, ein komplett neues Frontdesign. Das finde ich auch sehr interessant. Sieht wirklich toll aus. Das haben sie gut gemacht. Dann jetzt endlich mit dem viel erwarteten elektrischen Windschild, was verstellbar ist, was auch eine andere Form hat als das Windschild vorher. Erinnert so ein bisschen an die NT 1100 vom Windschild her. Leistungsdaten sind gleich geblieben. Die Sitzbank wurde noch mal ein bisschen optimiert. Ein verbessertes 5 Zoll Display und auch das DCT haben sie noch mal überarbeitet. Das soll jetzt in den niedrigen Geschwindigkeiten ein bisschen sanfter sein. Also beim Anfahren etc. wird das jetzt ein bisschen smoother laufen alles. Da haben sie also auch dran gearbeitet. Also technisch ein bisschen was Neues. Dann natürlich alle Fahrzeuge, die ich euch heute erzähle, werden der neuen Euro 5 Plus Norm entsprechen. Aber interessant bei dem Forza auf jeden Fall das Design, finde ich super. Dann natürlich elektrisch verstellbares Windschild, das hatte der vorher nicht, das ist jetzt mit dabei. Und eine tolle Sache, die das Fahrzeug jetzt auch hat, es hat einen Tempomaten und zwar serienmäßig. Der ist jetzt bei der Honda Forza drin. Preis kann man noch nicht sagen, der steht noch nicht fest. Das alte Modell wird, glaube ich, so angeboten um 12.500 Euro. Also von daher wird es sich in dem Bereich wahrscheinlich auch so einpendeln, vielleicht ein bisschen teurer. So, das zweite, was dann auch erneuert wird, ist der Honda XADV. Der hat auch ein leicht verändertes Design bekommen, was so die Front vorne angeht. Leistung aber ist gleich geblieben, Motor gleich geblieben. Ansonsten auch da wurde natürlich das DCT-Getriebe ein bisschen verändert. Dann ist bei dem XADV das Windschild verändert worden. Das ist jetzt im Sitzen verstellbar. Man musste ja vorher so ein bisschen zur Seite gehen, das war ein bisschen komplexer. Jetzt kann man es mit einer Hand im Sitzen verstellen, also auch eine sehr schöne Sache. Der Sitz wurde vom XADV verbessert. Ich glaube auch der vom Honda Forza wurde auch nochmal überarbeitet, hat also ein bisschen mehr Komfort gekriegt. Die Dämpfer wurden nochmal ein bisschen verändert bei der XADV und auch die XADV bekommt einen Tempomaten. Finde ich super Sachen. Das sind also so die Neuerungen bei den Honda-Modellen. Gerade der Forza, finde ich, der hat sich am meisten bewegt, denn da ist das Design wirklich toll. Also die Front und so, das sieht wirklich klasse aus. Und dann jetzt mit allem, was man so braucht und auch gerade der Tempomat, den haben sich sicherlich viele, die jetzt Touren mit dem Honda Forza fahren, sicherlich gewünscht. Also von daher tolle neue Änderungen bei Honda. Und auch bei dem Honda Forza 350 hat sich ein bisschen was geändert. Das Design wurde ein bisschen abgeändert. Und auch der Forza 350 hat jetzt ein 5 Zoll TFT-Display bekommen. Das ist jetzt auch endlich mal so ein bisschen zeitgemäß. Erinnert dann auch so ein bisschen an das Display, was bei dem XADV eingebaut ist. Also ein bisschen abgedatet von der Technik. Das sind also die neuen Modelle von Honda. Die kann man auf der Webseite auch schon sehen. Leider noch keine Preise. Aber auf jeden Fall ist da eine Menge passiert. Und gerade, glaube ich, der Forza 57 wird jetzt für viele Tourenfahrer sehr interessant werden. Denn die Optik absolut fantastisch, dann mit dem elektrischen Windschild, Tempomat, da ist also alles drin und dann dazu noch die Leistung. So, dann kommen wir mal zu dem BMW C400 GT. Auch bei dem X hat sich was geändert. Ich gehe heute mal auf den GT ein, weil das ist der, den ich hatte. Von daher war es jetzt für mich mal ganz interessant zu sehen, was kommt jetzt da bei BMW. Kommen jetzt da die großen Neuerungen, vielleicht ein neues Design. Gehen wir mal auf die Änderungen beim C400 GT ein. Er hat jetzt endlich ein bisschen mehr Stauraum unter der Sitzbank. Es ist aber, soweit ich das gesehen habe, immer noch ein Flexcase da. Aber es sind wohl 12 Liter mehr, die sich dann verteilen vorne auf die Handschuhfächer. Die sind auch größer geworden. Und auf den Raum unter der Sitzbank. Wird aber immer noch nicht so sein, dass man 2 Helme während der Fahrt dort platzieren kann. Dann hat er endlich ein verstellbares Windschild. Das haben wir bei dem Konkurrent, oder baugleichen Modell fast, kann man sagen, von Wursch schon gesehen. Der Wursch hat ja ein elektrisch verstellbares Windschild. Jetzt auch endlich der C400 mit einem verstellbaren Windschild. Allerdings manuell. Keine Ahnung warum BMW das jetzt manuell gemacht hat.
Nobody knows, aber es ist zumindest verstellbar, aber nur manuell. Dann hat sich die Sitzbank etwas verändert von der Form, wahrscheinlich auch für kleinere Fahrer vielleicht wieder ein bisschen schmaler vorne gemacht. Serienmäßig ist jetzt das TFT-Display, was ja vorher im Zubehör war, das ist jetzt wohl in der Serienausstattung mit drin. Aber es ist jetzt möglich, ein 10,25 Zoll Display hinzuzukaufen als Option. Das ist dann so ein bisschen wie bei den großen BMW Tourenmotorrädern, die ja dieses ganz große Display da haben. Kann man sich also mit dazu konfigurieren. Dann hat der BMW C400 GT jetzt ABS Pro, also ein Kurven-ABS, ein DPC, ein Dynamic Brake Control und er hat eine schräglagenabhängige Traktionskontrolle jetzt und eine Motorschleppmomentregelung. Das gehört jetzt alles zur Grundausstattung. Optisch ist nicht viel passiert, der sieht genauso aus wie vorher. Wir haben ein bisschen die Sticker verändert, also ein paar andere Aufkleber drauf. Aber ansonsten hat sich da jetzt nichts groß verändert. Da sind immer noch Trittbretter und so, sind alle gleich. Der Auspuff sieht anders aus, den mussten sie jetzt ändern aufgrund der Euro 5 Plus Norm. Preis kann man, glaube ich, online schon sehen. Also ich glaube, Grundpreis liegt so bei 8.990 €, also nach wie vor im höheren Segment. Wenn man jetzt das ganze Zubehör dazu nimmt, wie Griffheizung, Sitzheizung, also das Komfortpaket, dann natürlich auch das große Display vielleicht, landet man so bei 10.500, 10.900 €, glaube ich. Müsst ihr mal auf der Webseite schauen, da kann man das genau sehen. Ist schon wieder ein sehr gehobener Preis. Ob sie sich damit jetzt durchsetzen können gegen den Vosges, ich weiß es nicht. Auch der muss natürlich fürs Jahr 2025 geupdatet werden, denn auch der muss der Euro 5 Plus Norm entsprechen. Was da bei Vosges passiert, weiß ich noch nicht. Also was die jetzt abändern, vielleicht kommt auch ein ganz neues Modell mit neuen Funktionen. Ich habe auf irgendeiner asiatischen Internetseite gesehen, dass die sogar einen 500er planen. Muss man aber mal abwarten, der wurde noch nicht vorgestellt. Da gibt es noch keine Leaks oder sowas, sondern es ist halt nur so ein Bild, was ich mal gesehen habe, in den Modellen, die da von Vosges kommen werden. Wie das 2025er Modell von Vosges aussieht, weiß ich nicht. Das muss man jetzt mal absehen, ob das bei der EICMA schon kommt. Aber auf jeden Fall eine interessante Alternative zum BMW C400 GT für deutlich weniger Geld und einer Sache, die BMW nicht hat, nämlich ein elektrisch verstellbares Windschild, sowie auch ein Unterschied bei der Sitzheizung, denn der hat Fahrer und Beifahrer beheizt. Beim BMW war es nur der Fahrersitz und wird es wahrscheinlich auch wieder nur sein. Ja, also bei BMW nicht so viel passiert vom Design. Beim C400X, da haben sie ein bisschen was mit den Farben geändert. Den C400 GT gibt es wieder in schwarz und ich glaube in weiß. Also da wäre bei mir dann immer schon die Überlegung, wo ich mir sage, wenn ich schon so einen Tourenroller haben will, über 10.000 € ausgeben möchte, dann lege ich noch ein klein wenig drauf und dann hole ich mir einen Honda Forza 57, der dann für mich attraktiver ist mit deutlich mehr Leistung, noch besserer Technik mit dem DCT-Getriebe, Kettenantrieb, also auch einem motorradähnlichen Fahrwerk, größere Räder, der hat einen Tempomaten mit drin, Griffheizung kann man auch dazu holen, gibt es auch, Sitzheizung, soweit ich weiß, noch nicht. Würde ich also immer mich eher für den Forza entscheiden, gerade so wie der jetzt aussieht vom Design, absolut top. Bevor ich zu den Neuerungen bei der Vespa GTS komme, jetzt vielleicht noch mal kurz zur Euro 5 Plus Norm. Was bedeutet das? Also ich habe mal nachgeschaut, es sieht so aus, es wird nicht zu einer strengeren Abgas- und Geräuschvorschrift führen. Das ist es nicht, sondern die wichtigen Neuerungen bei diesem Euro 5 Plus sind ein OBD2-System zur Überwachung der abgasrelevanten Faktoren und ein neues, realistischeres Fahrgeräuschmessverfahren. Das ist also an sich alles, was da jetzt geändert wurde, aber trotzdem dürfen Motorradmodelle, die diese Euro 5 Plus Norm nicht erfüllen, im nächsten Jahr nicht mehr verkauft werden. Die müssen also jetzt alle abverkauft werden, die alten Modelle, oder sie dürfen im nächsten Jahr noch als Vorführmodelle zugelassen werden. Aber alles andere muss Euro 5 Plus sein. So, und jetzt kommen wir mal zur Vespa GTS. Da ist auch ein neues Modell angekündigt für 2025 und zwar diesmal tatsächlich auch mit einem veränderten Motorhubraum. Wir haben ja bisher immer diese nicht 300 Kubik, sondern 278 Kubik gehabt. Jetzt kriegt die Vespa einen 310 Kubik Motor. Genauere Daten zur Vespa GTS habe ich jetzt noch nicht gefunden, aber ich habe denselben Motor gefunden, der ist ja in der MP3 auch drin und da steht bei dem MP3 310, dass der Motor 19,4 Kilowatt haben wird und 26,4 PS bei 7500 Umdrehungen und 27,3 Newtonmeter bei 6000 Umdrehungen. Piaggio selber schreibt über den neuen 310 HPE Motor. Es wird also ein neuer flüssigkühlter Einzylindermotor sein mit elektronischer Einspritzung, nennt sich auch dann wieder HPE, High Performance Engine, und der basiert auf einer neuen Konstruktionsphilosophie, die darauf abzielt, das Fahrerlebnis in allen Bereichen zu verbessern. Starke Ankündigung von Piaggio. Dann schauen wir mal, was sie gemacht haben. Sie haben also den Hubraum vergrößert von 278 jetzt auf 310 Kubik. Diese Vergrößerung wurde durch die Beibehaltung der Bohrung
und die Vergrößerung des Hubs erreicht. Das Ergebnis ist ein weniger scharfes Triebwerk, das heißt ein Motor, der sich mehr auf die Fahrbarkeit als auf die Erzielung einer möglichst hohen Höchstleistung konzentriert. Er entwickelt aber trotzdem 26,4 PS, also ein bisschen mehr als der HPE-Motor vorher. Er hat mehr Drehmoment, nämlich jetzt 27,3. Erreicht auch seine Leistung bei geringeren Drehzahlen. Das heißt, wir haben, ich glaube, sind etwa 5% mehr PS und ich glaube etwa 10-11% mehr Drehmoment. Also Piaggio nennt das Ganze Downspeeding und das führt laut Piaggio zu einer deutlichen Verbesserung der Leistung und der Fahrbarkeit, aber auch der Gesamteffizienz und des Komforts mit deutlicher Reduzierung von Vibrationen und Geräuschen. Ansonsten hat sich nicht viel geändert, also der Motor ist neu, optisch sieht es gleich aus, außer die Aufkleber haben sie wieder geändert, es gibt also ein neues Aufkleberdesign. Top. Und die Schalterabdeckungen, die ja bisher immer chrom waren, die gibt es jetzt auch in schwarz bei manchen Modellen oder vielleicht auch bei allen Modellen, das muss man mal sehen. Auf jeden Fall schwarze Abdeckung, braucht man nicht mehr nachrüsten und neue Aufkleber. Wobei ich jetzt sagen würde, wer sich jetzt in den letzten 1, 2, 3 Jahren eine Vespa gekauft hat, da muss man jetzt nicht updaten. Die Leistung der Vespa war vorher schon gut. Die hat ausgereicht, um mit dem Fahrzeug und der Karosserie gut und auch sportlich zu fahren, wenn man das möchte. Also von daher glaube ich, wird da jetzt nicht der Mega-Hype entstehen. Alle verkaufen jetzt ihre im Vorjahr gekauften GTSen, um sich jetzt diese 310er zu holen, zumal sie optisch genauso aussieht. Also ihr habt ein bisschen mehr Drehmoment, ein bisschen mehr Leistung und der Motor erfüllt jetzt die neue Abgasnorm. Also man kann sagen, da ist jetzt leider nicht so das gekommen, was sich vielleicht viele gewünscht hätten. Ein 350er Motor oder vielleicht ein 400er Motor wie in der Beverly, dann mit irgendwie 30, 35 PS. Natürlich vielleicht auch konstruktionsbedingt, dass man da jetzt nicht so einen großen Motor reinbaut, weil da hätte man dann wirklich viel irgendwann an der Karosserie ändern müssen, weil mehr Leistung bringt dann vielleicht die selbsttragende Stahlkarosserie dann doch irgendwann so an ihr Limit. So, was ist noch gekommen? Von Sim gibt es einen neuen ADX-Scooter, den TG400. Ich glaube, in Asien gibt es jetzt schon eine Weile. Der soll jetzt wohl auch nach Europa kommen. Schwimmt jetzt so mit auf dieser Adventure-Scooter-Welle, die ja eingeleitet wurde durch den XADV und den ADV von Honda. Da ziehen jetzt alle so ein bisschen nach. Auch von Sontes wird es jetzt bald eingeben. Den Sontes 368G heißt der, glaube ich, und einen 501G. Das ist wohl das, was da so geplant ist. Also auch Sim bringt jetzt einen großen. Es gibt ja schon einen 125er, den bin ich ja schon Test gefahren. Und jetzt kommt der 400er TG, also als Adventure-Scooter-Segment, mit dem man dann auch mal so ein bisschen Offroad fahren kann oder Feldwege. Bei Bosch hatte ich schon gesagt, da wird sicherlich eine Neuerung kommen müssen bei dem SR4 350, damit der auch dem neuen Abgassystem entspricht. Vielleicht gibt es ein paar neue Features, das muss man mal abwarten, wird sicherlich bei der EICMA kommen. Ja, Sontes natürlich auch sehr interessant, da gibt es den 368E und den 368K. Die sind optisch ein bisschen unterschiedlich, haben eine andere Front, haben jetzt noch mal ein bisschen mehr Leistung. Statt 38 liegen, glaube ich, bei 39 PS, bisschen mehr Hubraum und sehen optisch ein bisschen verfeinert aus. Also da ist so das Cockpit ein bisschen anders, ist jetzt farbiger geworden, auch so die Verkleidung innen drin ist alles ein bisschen schicker noch. Also da haben sie noch mal ein bisschen verfeinert. Ob sie den 350er dann weiter im Programm halten, weiß ich gar nicht. Könnte sein, dann hätten sie zwei sehr dicht beieinander liegende Modelle. Und dann warten natürlich viele auf den 501E und den 501K. Angekündigt, wurden auch schon mal bei einer Messe gezeigt, sind aber scheinbar noch in der Erprobungsphase. Sonst ist es scheinbar nicht so schnell, jetzt einmal neue Modelle rauszuschmeißen, bevor die nicht dauergetestet sind. Und das merke ich ja jetzt bei dem 350er auch. Der hat ja wirklich super durchgehalten bei meinen langen Touren. Keinerlei Probleme und das finde ich auch gut, dass die das machen. Also die scheinen da wirklich Wert auf Qualität zu legen, testen die erstmal ausgiebig und wenn sie dann der Meinung sind, okay, der Motor ist jetzt so ausgereift, dass der auch wirklich gut hält und zuverlässig ist, dann bringen wir es auf den Markt. Also da wird auf jeden Fall vielleicht auch im nächsten Jahr irgendwann schon der 501E und 501K kommen und der G, dieser Adventure Scooter. Also auch von Sontes kann man ein bisschen was erwarten. Neuigkeiten dazu gibt es natürlich dann wahrscheinlich bei der EICMA schon zu sehen. Ja, also ihr seht, es passiert nächstes Jahr ein bisschen was. Für mich war natürlich interessant mal zu sehen, was passiert da bei Honda und die haben wirklich gute Arbeit geleistet, gerade mit dem Forza 750 finde ich super interessant. Also da ist eine starke Konkurrenz auch zu dem Yamaha T-Max entstanden, der noch teurer ist. Und jetzt mit der Ausstattung, früher fehlt ja immer so ein bisschen so verstellbares Windschild, elektrisch und Tempomat. Das hatte dann natürlich der T-Max, war aber auch teurer, bei weniger Leistung allerdings. Und das hat jetzt Honda alles. Und das mit einem super sportlichen, tollen Design. Also das ist ein ganz toller Kandidat für, glaube ich, Roller-Tourenfahrer fürs nächste Jahr. BMW meiner Meinung nach ein bisschen enttäuschend. Also die haben Updates gemacht, aber nicht konsequent. Also warum man jetzt nicht ein elektrisches Windschild macht, sondern wieder ein manuell verstellbares, erschließt sich mir nicht. Und Vespa, ja gut,
ein kleines Update, mal ein bisschen mehr Hubraum, finde ich ganz gut. Ich finde es schön, wenn man einen Motor hat, der so ein bisschen aus dem Drehmoment raus auch arbeitet. Und das hat Vespa jetzt gemacht mit dem Motor. Ist aber nicht ein Riesen-Update und wird jetzt nicht viele Leute dazu zwingen zu sagen, ich muss mir jetzt unbedingt die neue Vespa holen, weil so viel ist nicht passiert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was so bei den anderen Marken kommt. Also bei Vosch mal abwarten, die müssen ja auch was machen. Und bei Sontes wird auch was passieren. Und da bin ich schon auf die EICMA-Nachrichten dann gespannt. Und wenn ihr da noch Informationen habt oder Fragen habt, schreibt das mal unten in die Kommentare rein, auch wie ihr so die Neuerungen findet. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, einen Daumen nach oben hinterlassen, auch den Kanal abonnieren und die Glocke anklicken nicht vergessen. Alles kostenlos. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, unten könnt ihr jetzt auch Mitglied des Kanals werden und mit kleinen Beiträgen den Kanal unterstützen, damit ich dann weiterhin qualitativ gute und hochwertige Videos für euch machen kann. Ja, und für alle die jetzt auch in der kommenden kalten Saison weiter durchfahren, ich wünsche euch eine gute Fahrt, vor allem eine sichere Fahrt, unfallfrei, und gebt auf euch Acht. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.